Grenz- und Jugendforschung. Richtig? Yes. Gut. Border Region Studies. Ist dort ein anerkannter Forscher, wie mir gesagt wurde. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag, Klatt. Bitte. I hope it's not only I will talk about border regions, minorities in European integration. Minorities are included in European integration because of the property criteria, direct contact, part of human rights, and so on. So we have a lot of there's something wrong with the presentation. I'm very sorry. It's not the projector. I have no idea. Most of already. I will manage without this. It will take too much time. This is a map that has been compiled some years ago to illustrate national and ethnic minorities in Europe, and as has been mentioned before, you can see there are minorities in almost every border region. Minorities are bilingual, so why not use this resource, minorities, as the bridge builders in border regions for improving cross-border cooperation, integrating Europe on the borders. Minorities have been included in this. I think since most of you are familiar with minorities, you know these issues. I will just shortly go through this. We have the Copenhagen criteria, but also the indirect context, which I think is much more important. Borders have become more open. It is easier to commute. It should be easier to commute. There is this idea that we should integrate regions across borders. The Europe of Regions idea and regionalization in many European countries has opened up for much stronger regional influence. And of course, in the common market, bilinguality or even trilinguality, which is the case with many minority members, is an asset. The other issue is, of course, do we still have national minorities then, if we integrate across the border? This has been a big debate here, about 10-15 years ago, because minorities, of course, also want to keep their identity. They kind of want to border themselves from the majority, because minorities are always under pressure for assimilation, especially in cases where minorities are also regional minorities. So is this actually also posing a threat to minorities? And this next point, of course, is also why we can see progress, is that the use of violence to achieve succession is kind of ebbing out. It has become unfashionable. We can see this very clearly in the Basque area and, of course, in Northern Ireland, where we have had enormous progress in the recent years on more cooperation and peaceful solution and accommodation of these minorities' interests. And last but not least, why minorities are important in European integration. Minorities can, not in this region, but there are many regions in Europe where minority issues are also a matter of social exclusion, and growth can lead to social inclusion. So are minorities the true Europeans? I have just taken, well, I will go on the Danish case later, Danish term, but of course, why are minorities bilingual? Is it by choice or is it by necessity? Bilingual in the way that they have to maintain their own language, but they also have to be able to function in the language of the nation state they live in. And if we take Schleswig, we can very clearly see that for the German minority, after the crisis in 1945, where they were threatened to be assimilated or because of the German occupation, the Nazi regime and collaboration. For the German minority, in the early 1950s, they kind of became very European, arguing that this is the future and adapting this also for themselves, also to find a place in this Danish state and to become integrated and accepted as a player again. Whereas the Danish minority has always reflected, or has not always, but until about 2000, I would say, this is changing now, but has very long reflected the ambivalent Danish attitude to European integration, where you have had very different attitudes, meanings on Europe, and some very known politicians
being outspoken against Danish EU membership, and some others arguing, well, this is good for our region if we use the European Union. So minorities can often reflect their kin state, the Europeans. So they're not necessarily Europeans, but they are more reflected by attitudes prevailing in their kin state. Now, why have we not used minorities in cross-border cooperation earlier? There is always this debate on the minorities. They want to change border, they have a hidden agenda, they want to secede from the nation state. So this idea of keeping the territorial unity, sovereignty of the nation state, or seeing this being threatened by minorities has been an issue why especially state governments, but also regional governments have been rather skeptic when minorities ask for more cooperation. And we know this, that minorities represent sensitive border issues, and I mentioned here Hungary, Romania, Hungary, Slovakia, which are sensitive today. And if we look at historically Germany, Denmark, Germany, France, Italy, Austria, where today we have progressed from seeing minorities as a threat, but it has been there and it might be revived. There is also the danger of a rather intra-ethnic cooperation instead of inter-ethnic. I have heard that the reason why there are so many European groupings of territorial cooperation on the Hungarian-Slovakian border, I think this has the highest density of this new legal framework the EU has elaborated in 2006, is because these Hungarian cities want to cooperate with the Slovak minority on the other side, and majority populations are not really in it. On the project we had in Hungary, Croatia, 2004 and 5, this was very evident too. There it was not such a sensitive issue, it was more that the majority said, well, we don't understand them, they speak a different language, so let the minorities do the cooperation, and then just became cooperation between minorities. And I guess in the Estonia-Russian case, of course, where there are many geopolitical reasons that make cooperation difficult, this can also be an issue that the large Russian-speaking areas of eastern Estonia might be looked at a little bit suspicious from the central government if they want to cooperate more closely with Russia. And then even in the peaceful areas, like here, we can see that resource conflicts can harm otherwise good bilateral relations, where we had this issue about the financing of the Danish school system in South Schleswig about 4 years ago. So, but of course, why are minorities an asset? Minorities are the best example that show that borders can divide people by separating previously united cultural landscapes. There is this idea, or this saying, borders are the scars of history. Borders are made after wars or other issues, and they divide a region which had been united culturally and economically. And minorities, they show this. I mean, the minorities here show why that this has been a region that was different from today, where there was a more biculturality or so on before the division in 1920. And of course, the other big asset is the bilinguality and biculturality of minorities. And this has been researched in border studies, actually not using what we understand as minorities in Europe. There is an American researcher who has worked on US-Mexican border, and he talks about transnational borderlanders, people who speak both languages, who know both cultures, and thus can use both sides of the border, and actually like to live near a border. Many border region residents feel far away and peripheral, but these people don't. They think it's a big asset to live in a borderland. And then for the Eurozone region, which is more metropolitan, people have developed the term regionauts, like people who also use both sides of the border and commute or live or for social activities. So minorities definitely have something to offer here. So, are minorities an avant-garde to reunite landscapes? We hope so. Are they also preconditioned to be a decisive factor in cross-border cooperation because of their knowledge of their neighboring kingdoms' culture, language, and political system? When we look at this case here, and now please don't get offended, I do not say that minorities have been against cooperation or that minorities have been a barrier because they were minorities, but they have been perceived as a barrier because there was this fear of a hidden agenda.
Those of you here in the room who remember the discussion of 1997, where there was a Danish politician arguing the German Lebensraum, and she used the word Lebensraum. This was still an issue for some people at least. But on the other hand, and this was outspoken in the Danish minority in the 1990s, I would say, and at least very much also in the 70s and 80s, that the fear of the loss of the specific minority identity if we have an integrated transnational cross-border region. If we all are Euro-region citizens, we're no longer Danish Socialists. On the other hand, and we can see that very clearly, especially for minority members of the German minority here, Jürgen, you had this anecdote the other way, when you go to Copenhagen and you want to find somebody from the German minority, you just go into an office and say, well, I want to find somebody from the minority, and they will tell you, go to the director. Very prominent members who do not really advertise so much that they are German minority, but when you look in their CV, you can see that they graduated from the German high school in Omro, with influential positions in Danish business, politics, and so on. So many have actually used this. And this is a regional labor market, but it's also higher education opportunities. You can choose whether you want to study in Denmark or Germany. So are minorities capacity builders in cross-border regions? For this case here, and this is Tove Malloy's study is based on this case, and Sonja will tell more about the study. We can see that the minorities here are involved in the cross-border governance organs as directly because they are members of the board and they were members of the assembly when we still had it. But of course also indirectly we have some of them employed in the secretariat or some who would, at least because of bilinguality or having their kids in the English school system, could be identified as minority members. And they are also project holders or regionals in a lot of the Interreg projects we have in this region. But on the other hand, the Danish-German cross-border cooperation has been it's manifold now. It's not just region Central and Schleswig, the Euro region, but we have also a municipal cross-border association, the border triangle between the cities of Omro, Sonderborg, and Flensburg. We have the cooperation between Schleswig-Holstein and South Denmark, which Hamburg wants to join too. We have cooperation across the Fehmarnbelt. We have the Baltic Sea region, which is a larger cooperation across on regions around the Baltic Sea. We have a North Sea region, which is developing. They have started a little bit later. And we also have the string cooperation, which is mainly metropolitan areas between Hamburg, Kiel, Copenhagen, Malmö, and this will be extended to Göteborg and Oslo eventually, I'm very sure. So we have multiple networks here, and I tried to look at what can minorities actually do. I mean, and I made up a list here. It's what I just want to point out is if you look at the border triangle, Flensburg-Sonderborg, I think minority participation has been very low, but we can definitely see an increase since the city of Flensburg has a mayor who belongs to the Danish minority, and also since the city of Sonderborg has a very prominent member in the city council who belongs to the German minority. So it depends very much on the institutional political involvement. The same applies to the agreement between Schleswig-Holstein and Denmark, where the minority has not been present at all until the Danish minority party joined the Schleswig-Holstein state government, and it also applies for string in the Baltic Sea region and these larger corporations. So the political involvement is very decisive for minorities to play a role and to become these bridge builders. And we have, I mean, this has been into 2012, so it's very new. We can see already that there is an increase, a strong increase of activities. And I hope there will be also some successes. We'll see. This is too early to say now. But the will or the political discourse in Schleswig-Holstein on cooperation with the North, with Denmark, has definitely increased since the Danish minority joined the Schleswig-Holstein state government. Minorities have also become regionalists. So I call them regionals now. They have a common policy making here on minority issues. There is a regionalist political agenda which both have actually used since the 1950s,
but not without that, not with so much success, but recently definitely with a lot of success, because the Danish minority party is now in the government, it has increased its votes, and also in the last 2 elections the German minority party has increased their votes quite a lot, with a specific campaign for this, like that they are working for this region, for southern Jutland. You can see it in this picture here. They have, well, of course, well, I can't show. Well, you can see this flag here, which is Danish, German, and European. But then also here, this one here is a Danish local tradition, the coffee table, which was actually a very national Danish tradition in the around 1900, in the late 1800s, and now is perceived as a local, a regional tradition. And the German minority has kind of, as a regionals, adapted this and advertised with the Söderjysk Kaffeebrot, the southern Jutland coffee. Well, a coffee table is rather a cake table than a coffee table. But to let me conclude, that we have minorities does not automatically mean that we will have intensive cooperation, because minorities can be connected with irredenta, border erosion, and other threats to sovereignty. There also can be conflicts of interest. Minorities might not be interested in cross-border cooperation. They might be interested much more in that they have good cultural relations to their kin states, and that they get money for their institutions, whereas the majorities are interested in economic development, for example, and tangible financial gains in the cooperation. And then we might have the interest of the majority that they actually want to preserve the border. They do not really want to eliminate the border. This was very, well, we can see it all over Europe now in this debate about revising Schengen, about introducing border controls again. The border is not that open as we sometimes think it is. Definitely, minorities' integration into civil society is necessary. Socially excluded minorities will not be able to engage or profit from cross-border cooperation just because of their exclusion. It's important first to integrate the minorities into civil society, because only then will the majority also accept that the minorities play a decisive role in the cooperation. And cross-border cooperation has to look at the whole picture, and it intensifies usually when the majority population can see that they profit from it. And the last one, if we talk about smaller minorities who are not leading a regional government and so on, the high level participation in cross-border cooperation is usually outside the tasks and also the means of minority institutions, because their task is to preserve minority identity and culture. But on the other hand, as individual actors, minority members can act as transnational borderlands. And if you want to know more, my mail address is still on there. Thank you. Sehr geehrte Delegierte der Grenzregionen Europas und meine Herren und Damen. Die Region Schleswig-Holstein ist in einem besonderen Jahr Gastgeberin für den Jahreskongress der ältesten unabhängigen Regionalorganisation in Europa. In diesem Jahr 2015 feiern wir im deutsch-dänischen Grenzland den 60. Jahrestag der Bonn-Kopenhagener Erklärung, der Magna Carta der Minderheitenpolitik. Mit ihnen haben Dänemark und Deutschland die politischen Lehren aus einem Jahrhunderte währenden Grenzkonflikt gezogen, der über die Völker beider Staaten viel Leid und Schmerz gebracht hat. Wir sind heute ein großes Stück weitergekommen, vorangekommen auf einem Weg zu einem partnerschaftlichen Miteinander von Deutschen und Dänen. Auf beiden Seiten der Grenze war uns in den vergangenen Jahrzehnten klar, die Bonn-Kopenhagener Erklärung war nicht der Abschluss einer Entwicklung, sondern der Startschuss für einen neuen Prozess, der auch heute noch nicht abgeschlossen ist, sondern die Zukunft dieser Region, unserer Region, südlich und nördlich der deutsch-dänischen Grenze, prägen wird.
Es ist mir deshalb eine große Freude, Ihnen allen die herzlichen Grüße von Ministerpräsident Thorsten Albig und der gesamten Landesregierung von Schleswig-Holstein zu überbringen. Eine Freude ist es für mich auch, dass heute Delegierte aus über 90 und grenzübergreifenden Regionen Europas hierher gekommen sind. Im Mittelpunkt stehen Austausch von Erfahrungen und Informationen und gute Beispiele aus der Praxis. Ihr Gastgeber, die Region Schleswig-Sonderjylland, hat gemeinsam mit der Föderalistischen Union Europäischer Volksgruppen aus der Vielfalt der Herausforderungen und auch aus der Vielfalt der Chancen ein Thema gewählt, das gegenwärtig in vielen Teilen der Welt hochaktuell ist: Minderheiten in Grenzregionen. Grenzkonflikte sind häufig auch Minderheitenkonflikte. Wo die Mehrheitsbevölkerung einen hohen Assimilationsdruck auf die Angehörigen einer ethnischen Minderheit ausübt, entsteht oft Gegendruck und damit Konflikte, die eine Region im wahrsten Sinne des Wortes in Brand stecken kann. Dieser Prozess kann sich aufbauen bis zu einem Krieg zwischen zwei Staaten. Denken Sie etwa an die Auseinandersetzung zwischen Armenien und Aserbaidschan um das Berggebiet Nagorny-Karabach, das um den Anschluss an Armenien kämpft. Oder denken Sie an die gegenwärtige Situation auf der Krim. Die Liste der Beispiele ließe sich lange fortschreiben. Und sie zeigt eines ganz deutlich: Minderheitenpolitik ist immer auch Sicherheitspolitik. Minderheitenpolitik ist immer auch Friedenspolitik. Und Minderheitenpolitik ist immer auch Menschenrechtspolitik. Wir haben hier in mehr als 150 Jahren diese Lektion gelernt. Das Grenzland, das Dänemark und Deutschland, das Dänemark und Schleswig-Holstein verbindet, wird heute europaweit beachtet. Als Modellregion für Minderheitenpolitik auf Augenhöhe. Ein deutlicher Beleg dafür ist, dass der SSW, die Partei der dänischen Minderheit, Schleswig-Holstein oder Schleswig-Holstein Wählerverband, als Partei der dänischen Minderheit und der nationalen Frieden Teil der schleswig-holsteinischen Landesregierung ist und die Geschichte des ganzen Landes selbstverständlich mitbestimmt. Ein anderes Beispiel: Dank unserer besonderen Erfahrung und der positiven Entwicklung in dieser Grenzregion ist Schleswig-Holstein zum Kompetenzzentrum für eine visionäre Minderheitenpolitik geworden. Wir sind stolz darauf, dass die Föderalistische Union Europäischer Volksgruppen und das European Center for Minority Issues ihren Sitz in Flensburg haben. Angesichts der Konflikte, die ich eben schon angesprochen habe und die derzeit alle Nachrichten ja dominieren, denke ich, wir brauchen überall Berater wie die vom ECMI, vom European Center for Minority Issues, oder Vorkämpfer für Minderheitenbelange wie die von der Föderalistischen Union Europäischer Volksgruppen. Wir brauchen beider Einsatz weit über die deutsch-dänische Grenze hinaus. Dafür bekommen Sie die volle Unterstützung unserer Landesregierung. Beim Festakt zum 60. Jahrestag der Bonn-Kopenhagener Erklärung haben die Außenminister Dänemarks und Deutschlands, eigentlich umgekehrt, Deutschlands und Dänemarks, Frank-Walter Steinmeier und Martin Lielborg, in ihren Texten deutlich gemacht, dass auch die nationale Ebene diese Expertise, die wir hier entwickelt haben, schätzt und künftig stärker nutzen möchte. Erlauben Sie mir ein Zitat aus der Rede von Außenminister Steinmeier. Er sagte: Ich glaube, Ihre Erfahrungen in Deutschlands Norden und in Dänemarks Süden können dabei helfen, wichtige Faktoren auf dem Weg zur Entschärfung von Minderheitenkonflikten zu identifizieren. Genau das ist es, was unsere gemeinsame Region leisten kann und was wir im Laufe dieser Tagung auch hören und mit dem Rahmenprogramm heute Nachmittag auch selbst erleben werden. Hier ist es gelungen, eine Erzählung des Aufeinandertreffens von kriegführenden Parteien in den 3 holsteinischen Kriegen durch eine neue Erzählung zu ergänzen. Eine Erzählung über die guten deutsch-dänischen Beziehungen, über die vielfältige Zusammenarbeit über die Grenze hinweg, zwischen den Menschen,
zwischen den Unternehmen, zwischen Hochschulen, Institutionen, zwischen Organisationen der Minderheiten und der Mehrheitsbevölkerung, zwischen Kulturschaffenden und Sportlern. Ein wunderbares Beispiel dafür war die Bewerbung Sonderborgs zur Europäischen Kulturhauptstadt 2017. Eine ganze Region ist in einer gemeinsamen Anstrengung zusammengerückt. Es war überhaupt nicht mehr wichtig, ob man Deutscher oder Dänen war. Die Hauptsache war, ist die Idee, die vorgetragen wird, ist die gut, um die Bewerbung noch stärker zu machen. Leider hat es dann mit dem Titel nicht geklappt, doch dieser Geist des Miteinanders, der ist uns geblieben. Und er wird ebenso wie die Bonn-Kopenhagener Erklärung auch unser Zusammenleben über die kommenden Jahre prägen. Die Landesregierung nutzt dieses stabile Fundament, um gemeinsam mit der Region Süddänemark und Partnern in der dänischen Regierung die Zusammenarbeit und über die Grenze hinweg zu stärken. In den vergangenen 2 Jahren gab es dazu eine Reihe von konkreten Vereinbarungen, die uns auf ganz unterschiedlichen Gebieten einen Schritt voranbringen. So gibt es eine erfolgreiche Hochschulzusammenarbeit, eine gemeinsame Grenzpatrouille, viele verschiedene erfolgreiche Interreg-Projekte und mit der festen Fehmarn-Weltquerung Nordeuropas größtes Infrastrukturprojekt. Eine Vielzahl von gemeinsamen Vereinbarungen schafft den Rahmen, in dem sich die grenzüberschreitenden Projekte entwickeln können. Die Kulturvereinbarung Sonja-Schleswig aus dem April 2013, der Rahmenplan zur deutsch-dänischen Zusammenarbeit aus dem Februar dieses Jahres, die deutsch-dänische Ministererklärung aus dem April und der Jahresplan der Zusammenarbeit Schleswig-Holsteins mit der Region Süddänemark, der Anfang des Monats von Ministerin Sporenhoff und Regionsvorsitzenden Karl Goltz unterzeichnet wurde. Oder die Landesentwicklungsstrategie, die in enger Abstimmung mit Partnern auf dänischer Seite erarbeitet wird und Perspektiven für dieses Land bis zum Jahr 2030 enthält. Aber, meine Herren und Damen, eine Voraussetzung gilt für eine gute Zusammenarbeit. Und das ist, dass jeder die Regeln und Vorgaben kennt, die beim Nachbarn gelten. Dafür wird, wie Sie sehen, viel getan. Eine zweite Voraussetzung ist, dass Sprachbarrieren so weit wie möglich abgebaut werden. Dazu gibt es auf dänischer Seite in jüngster Zeit einige Initiativen in Tondern und Appenrade zum frühzeitigen Beginn des Deutschunterrichts in der Grundschule. Auch in Schleswig-Holstein ist bemerkbar, dass der Wunsch, die Sprache des Nachbarn zu lernen, wächst. Das gilt nicht nur für den Landesteil Schleswig von Schleswig-Holstein, sondern auch für Holstein, wodurch die Weltquerung eine neue und auch intensive Kontaktfläche zu Dänemark entsteht. Im öffentlichen Bildungssystem wird sich das bemerkbar machen, von Angeboten in den Schulen bis zur beruflichen Bildung und der Weiterbildung von Beschäftigten. Hinrich Jürgensen, der Hauptvorsitzende des Bundesdeutscher Nordschleswiger, des Dachverband der deutschen Minderheit in Dänemark, beschreibt dies oft mit dem Bild: Auf Englisch kommt man durch, auf Deutsch kommt man weiter. Was hier auf ökonomischen Erfolg und gelungene Geschäftsabschlüsse abzielt, ist für das Gelingen jeder Zusammenarbeit zentral. Das Verständnis für die kulturelle Identität des Gegenübers und der Respekt vor den Unterschieden. Die Minderheiten beiderseits der Grenze sind dafür die natürlichen Partner. Sie leben mit 2 und mehr Kulturen und mindestens 2 Sprachen. Sie können mit diesem Hintergrund die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in vielen, vielen Punkten bereichern. Und deshalb ist es und bleibt es für die Landesregierung wichtig, auch in Zukunft ein gesetzter Punkt, dass die Minderheiten in allen grenzüberschreitenden Angelegenheiten mit am Tisch sitzen, ihre Kenntnisse, ihre Erfahrungen und ihre Kontakte einbringen können. Natürlich hat sich ihre Rolle in den vergangenen Jahren geändert, gewandelt. Es wäre ja auch schrecklich, wenn es anders wäre. Aber wir sollen nicht vergessen, sie sind Teil dieser deutsch-dänischen Grenzregion und deshalb sitzen sie mit am Tisch. Auch künftig gilt, wir dürfen verschieden sein.
Und künftig muss immer noch gelten, wir müssen auch verschieden sein. Denn erst die kulturelle, sprachliche und ethnische Vielfalt macht eine Gesellschaft und jeden von uns einzeln reicher. Dazu werden wir in den folgenden Beiträgen gleich noch mehr hören. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Erfolg für diese Konferenz. Ja, oh, das ist aber nett. Vielen Dank. Ich wollte so. Ja, Frau Schnack hat eben schon die wichtige Einrichtung des European Center for Minorities Issues in Flensburg erwähnt. Wir haben heute auch eine Vertreterin von dort hier, Frau Sonja, die uns jetzt etwas über Minderheiten als Standortfaktor in Grenzregionen sagen. Mein Name ist Sonja. Ich bin heute hier vom European Center for Minority Issues. Ich hoffe, Sie können zumindest einen Teil der Präsentation sehen. Ich werde Ihnen heute ein bisschen was erzählen über Minderheiten als Standortfaktoren in der Grenzregion, also hier in der Grenzregion. Dafür werde ich Ihnen eine Studie vorstellen, die leite ich gleich ein bisschen ein, gehe dann ein bisschen näher auf das Thema Standortfaktoren ein, werde auch ein bisschen was zum Thema Minderheitenkompetenzen sagen und dann einen Fokus legen auf der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, was natürlich hier in diesem Forum von ganz besonderem Interesse ist. Und werde abschließend noch ein bisschen was erzählen zum Thema Minderheiten und regionale Entwicklung bzw. Minderheitenkompetenzen und regionale Entwicklung. Die Studie, die ich hier vorstelle, heißt Kompetenzanalyse oder ich stelle die Ergebnisse dieser Studie natürlich vor, nicht die ganze Studie. Kompetenzanalyse Minderheiten als Standortfaktor in der deutsch-dänischen Grenzregion. Diese Studie wurde 2007 durchgeführt und 2006 vom Schleswig-Holsteinischen Landtag in Auftrag gegeben, mit dem Ziel, den Landtag bei der Erarbeitung einer Entwicklungsstrategie für die deutsch-dänische Grenzregion zu unterstützen. Durchgeführt wurde die Studie von der Europäischen Akademie in Bolzano-Bozen in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Zentrum für Regionen in Barcelona. Verantwortlich für die Durchführung dieser Studie war damals Frau Dr. Tove Malloy, die heute die Direktorin ist des European Center for Minority Issues. Und von daher ist, obwohl wir die Studie nicht selbst durchgeführt haben oder die nicht in unserem Institut damals angesiedelt war, sie trotzdem ein ganz guter Einblick in die Art und Weise, wie wir bei uns im Zentrum, im Institut Minderheiten wahrnehmen und wieso wir unsere Arbeit machen. Die Kernfrage der Studie, die ich hier heute vorstelle, ist natürlich die nach den Kompetenzen der Minderheiten. Welche Kompetenzen sind da in den Minderheiten und wie können sie eingebracht werden in Entwicklungsstrategien für die Grenzregion? Die Grundannahme hierfür ist, dass die Kompetenzen, die in den Minderheiten vorhanden sind, einen Standortfaktor darstellen, nämlich Kompetenzen sind, die die Region bereichern und Entscheidungen von Menschen und Organisationen beeinflussen, sich hier niederzulassen bzw. hier zu investieren. Das sind also Kompetenzen, die die Region bereichern, einen Mehrwert darstellen und strategische Entscheidungen beeinflussen. Man unterscheidet hier zwischen quantitativ messbaren und qualitativ beschreibbaren Faktoren. Sie können es hier wunderbar sehen oder auch nur zum Teil leider auf der Y-Achse steht Quantifizierbarkeit, also die Messbarkeit der Faktoren. Sie können sehen in der Verteilung, es ist kein Entweder-Oder, es ist immer eine Mischung. Und es gibt Faktoren, die sind eben stärker auf der einen Seite und die Faktoren, die sind stärker auf der anderen Seite. Eine weitere Unterscheidung, die man hier machen kann, ist die zwischen harten und weichen Standortfaktoren. Wobei harte Standortfaktoren solche Faktoren sind, die eine Infrastruktur in der Region aufbauen oder herstellen. Dazu gehören so Dinge wie, lässt sich wahrscheinlich relativ schlecht lesen, Dienstleistungen, die von den Minderheiten angeboten werden und zum Teil natürlich auch mit von der Mehrheit genutzt werden, Medien, Arbeitsplätze, die geschaffen werden, auch Darlehensmöglichkeiten für die Minderheit, da gibt es besondere Vorkehrungen für und auch die externe Finanzierung der Minderheitenorganisationen durch die jeweiligen Mutterstaaten bringt natürlich generell einfach Geld und Kapital in die Region. Gut lesen, das ist ganz schön. Genau, ich gehe einmal durch die einzelnen Kompetenzen durch und versuche ein bisschen
versteht man soziale Netzwerke und Verbindungen und auch den sozialen Zusammenhalt. Dazu gehören natürlich auch so Geschichten wie ehrenamtliche Tätigkeiten, hier unter Handlungen aufgeführt. Man geht davon aus, dass in Demokratien das Sozialkapital grundsätzlich rückgängig ist, sobald man einen höheren Grad der Individualisierung erreicht. Das heißt natürlich, dass sich auf lange Sicht, wenn man es schwarz malen will, der Sozialstaat zersetzt, weil der soziale Zusammenhalt geschwächt wird. Diese Tendenz ist innerhalb der Minderheiten deutlich geringer ausgeprägt. Das heißt, der soziale Zusammenhalt ist innerhalb der Minderheiten deutlich höher, als es in der Mehrheitsbevölkerung ist. Das zeigt sich zum Beispiel unter anderem in den ehrenamtlichen Tätigkeiten, in dem hohen Grad der Vernetzung, der in den Minderheiten vorhanden ist. Unter Humankapital fallen die Bildungs- und Sozialeinrichtungen, die von den Minderheiten betrieben werden, die natürlich die Angehörigen der Minderheiten mit bilden und natürlich auch mit Fähigkeiten ausstatten. Und aber auch die Teilnahme am politischen Leben. Die Minderheitenparteien in der Region haben eine sehr starke regionalpolitische Ausprägung, das ist ganz klar. Ein ganz schönes Beispiel ist hier auch die Umweltpolitik, für die sich die Minderheitenparteien ziemlich stark einsetzen, das natürlich dann im Umkehrschluss einen Mehrwert für die komplette Region darstellt. Das ist also was, wovon nicht nur die Minderheiten profitieren, sondern die komplette Region. Unter kulturellem Kapital versteht man eben die Anzahl oder die Vielfalt der kulturellen Veranstaltungen, die hier in der Region veranstaltet werden, aufgezogen werden jedes Jahr. Auch viel grenzüberschreitend, da greifen also auch die unterschiedlichen Kapitalarten immer wieder ineinander. Das gehört natürlich auch zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Dazu gehören aber auch die ehrenamtlichen Tätigkeiten, die durchgeführt werden, um die Kultur eben zu erhalten. Genau, da gehören eben halt auch Handlungen zu aus dem Bereich der Brückenbauer natürlich, Impulsgeber und Botschafter, viele kulturelle Projekte, kulturelle und auch Bildungsprojekte, die grenzüberschreitend sind von den Minderheiten angestoßen worden oder zumindest beziehen sie die Minderheiten ganz stark in ganz hohem Maße mit ein. Zu dem Thema Innovation im Bereich Zusammenarbeit, da werde ich gleich noch was zu sagen. Da werde ich gleich noch genauer drauf, intensiver drauf eingehen. Aber dazu ist zumindest schon mal zu nennen, dass die Minderheiten immer wieder in einigen EU-Gremien als Berater hinzugezogen werden und auch internationale Besuche hier in der Region, die auch jetzt immer wieder vorkommen, und da ist häufig auch das ECMI mit dran beteiligt. Von daher kriegen wir das ziemlich gut live mit, was da passiert. Das ist natürlich auch in der Hinsicht eine Handlung der Minderheiten auch als Botschafter. Die Verhaltensweisen oder generell Haltungen, die hier eine ganz große Rolle spielen, natürlich zum einen die Offenheit über die Grenze hinaus, die sicherlich ein Stück weit auch eine Notwendigkeit darstellt, aber eben halt auch ein ganz wichtiges Element hier in der Region ist. Das Thema Aussöhnung, auch da sind die Minderheiten immer wieder daran beteiligt und immer wieder auch als Impulsgeber dabei. Und ähnlich wie es ist mit der Offenheit über die Grenzen hinaus, ist wahrscheinlich auch das interkulturelle Verständnis was sich einfach von alleine entwickelt, oder nicht von alleine, aber natürlicherweise entwickelt, wenn man in zwei unterschiedlichen Gesellschaften zeitgleich sozusagen aufwächst und von Anfang an mit den Unterschieden und auch Ähnlichkeiten zwischen zwei Kulturen konfrontiert wird. Der Fokus zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, das erstreckt sich natürlich über unterschiedliche Bereiche, ich werde auf die einzelnen Bereiche eingehen. Klar, das beinhaltet Politik, Kultur, Bildung, Wirtschaft und auch das Thema übergreifend Europa. In der Politik ist hier natürlich zu sagen, ein ganz wichtiger Punkt, die offizielle Kooperation zwischen dem SSD und der SP, also der dänischen und friesischen Minderheitenpartei hier in Schleswig-Holstein und der deutschen Minderheitenpartei in Dänemark, die 2005 eingegangen wurde, birgt natürlich in sich schon eine grenzübergreifende Kooperation.
Dann kommt dazu der enge Kontakt zu den Regierungen der Mutterstaaten der Minderheiten, beide Minderheiten, die den Mutterstaat haben. In der Region haben also einen sehr engen Kontakt, haben Sekretariate und Ansprechpersonen in den Regierungen und fördern dadurch einfach den politischen grenzübergreifenden Kontakt. Im kulturellen Bereich werden unheimlich viele Musik- und Theaterveranstaltungen grenzübergreifend organisiert. Auch die Universitäten, oder auch Bibliotheken arbeiten zusammen grenzübergreifend. Museen, Archive gehören auch dazu. Im Bereich Bildung muss man sagen, sind viele der Kooperationen, die es gibt, nicht von den Minderheiten initiiert, aber die Minderheiten werden immer wieder als Partner mit einbezogen. Wir haben es schon gehört, spielen natürlich die grenzüberschreitenden Universitätsstudiengänge eine Rolle, aber auch Austauschprojekte zwischen den Minderheitenschulen zum Beispiel sind hier ganz wichtig zu nennen. Im Bereich Wirtschaft kann man sagen, dass es zahlreiche Projekte gibt, die von den Minderheiten vorgeschlagen worden sind oder zumindest mit angeregt worden sind. Dazu gehört zum Beispiel ein grenzüberschreitender Notfalldienst mit Krankenwagen und auch einem Notfallhelikopter. Der Bioelektrikpark Tonnern, das grenzüberschreitende Krankenhaus, der Expressbus zwischen Flensburg und Husum und vor allem auf dänischer Seite in der deutschen Minderheit immer wieder auch Innovationen im Bereich der Biolandwirtschaft. Zum Thema Europa fokussiert sich die grenzüberschreitende Zusammenarbeit sehr stark auf die Fuhren, was natürlich klar sind und Damen. Aber dazu gehört eben auch die Nordsee-Kooperation, da haben wir auch schon was drüber gehört, auch die Ostsee-Kooperation. Auch da sind die Minderheiten immer wieder daran beteiligt. Genau, und stärken somit eben halt die Präsenz der Minderheiten in Europa und bringen Minderheitenthemen immer wieder in die europäischen Foren ein. Nun war die Frage der Studie, eine der Kernfragen der Studien war, wie sich die Kompetenzen der Minderheiten in die regionale Entwicklung mit einbinden lassen. Experten gehen davon aus, dass für die wirtschaftliche Entwicklung einer Region es ganz essentiell ist, die sogenannte kreative Klasse anzuziehen und zu halten. Als kreative Klasse versteht man Menschen, die fähig sind, innovativ und kreativ zu denken und Probleme zu identifizieren, neue Lösungsansätze zu finden und diese mit bereits existierendem Wissen auf neue Art und Weise zu verknüpfen. Dazu zählt man Wissenschaftler, Designer, Musiker, Künstler aller Art und insgesamt Angehörige von wissensbasierten Berufen. Was für diese kreative Klasse eine Region interessant macht oder einen Ort interessant macht, sind in der Regel Themen wie Offenheit, interkulturelles Verständnis, Mehrsprachigkeit ist auch häufig ein interessanter Faktor und eine Vielfalt an kulturellen Veranstaltungen. Wenn Sie aufgepasst haben, in dem, was ich vorher gesagt habe, werden Sie sehen, dass ganz viel von den Minderheitenkompetenzen abgedeckt ist. Das heißt, die Minderheiten bringen von Haus aus Kompetenzen mit, die diese kreative Klasse anziehen können. Dazu gehört natürlich, das sind natürlich nicht die einzigen Faktoren, die diese kreative Klasse anziehen, aber es sind eben einige davon. Und wenn man eben diesen Experten, die das behaupten, Glauben schenkt, dann kann das dazu beitragen, diese kreative Klasse anzuziehen, hier zu halten und damit die wirtschaftliche Entwicklung der Region zu fördern. Denn technologiebasierte Unternehmen vor allem brauchen natürlich diese kreative Klasse, zumindest einen Teil davon, auch als Arbeitskräfte. Und häufig bringen diese kreative Klasse eben halt auch technologiebasierte Unternehmen hervor, die dann wiederum Arbeitsplätze schaffen und so weiter und so fort. Bisher ist es allerdings so, dass trotz dieser Kompetenzen und trotz dem Potenzial, diese kreative Klasse anzuziehen, in den Entwicklungsstrategien der Region bisher die Minderheiten relativ wenig berücksichtigt sind. Das war eines der Ergebnisse aus der Studie in 2007. Soweit ich das bisher nachvollziehen konnte, hat sich das auch nicht großartig geändert. Und zwar trotz der Argumentation dieser Studie, dass es einen Minderheitensektor gibt. Auch Frau Schnack hat es eben schon angesprochen. Wir haben Forschungsinstitute, wir haben Universitäten, wir haben auch Behörden, wir haben natürlich die Minderheitenorganisationen selbst, die alle minderheitenspezifisches Wissen haben. Dieses Wissen könnte man googeln in einem sogenannten Minderheitencluster und in wirtschaftliche Aktivitäten umwandeln. Das war einer der Vorschläge in dieser Studie.
Also eine Klasse, also diese Organisation, die das Wissen haben, zu bündeln unter einer zentralen Koordination, das Wissen zu bündeln und in Dienstleistungen umzusetzen, die man dann als wirtschaftliche Tätigkeit quasi verkaufen kann. Das ist meines Wissens nach jedenfalls in dem Maße, wie es vorgeschlagen war, nicht passiert. Es gibt einige kleinere Projekte, die in die richtige Richtung gehen und das versuchen. Eins davon ist das Haus der Minderheiten, gegründet von der FUEN. Ich meine, eröffnet wurde dieses Jahr im Frühjahr. Das Ziel des Haus der Minderheiten ist eben genau das, eine Leuchtturmfunktion, eine Anlaufstelle für Minderheiten aus ganz Europa, um von dem Wissen, das hier in der Region vorhanden ist, zu profitieren. Allerdings ist leider, soweit ich weiß, also das Haus der Minderheiten ist finanziert worden durch das Interreg 4a-Programm, wo allerdings, meine ich jedenfalls, dieses Jahr auch die Finanzierung ausgelaufen ist und wo noch nicht so richtig klar ist, wie es weitergeht. Das ist natürlich sehr schade, aber es ist eben auch das einzige Projekt, das tatsächlich in der Beschreibung auch die Ergebnisse dieser Studie mit aufgreift und da die entsprechenden Schritte macht.